Hast du das auch schon erlebt? Man denkt, die Versicherung zahlt im Ausland und zack, die Rechnung kommt doch zu dir. Das ist so ein Schreckmoment, echt. Und viele merken das leider erst, wenn es schon weh tut, im Körper und im Geldbeutelefon. Ja, total. Und noch so ein Ding, Leute wählen einen billigen Beitrag, aber haben dann eine riesige Selbstbeteiligung, also Geld, das man zuerst selbst zahlt und am Ende ist es dann gar nicht billig, sondern einfach nur stressig. Das größte Problem ist oft, man fragt nicht nach, man redet nur. Dabei ist es so viel leichter, einmal kurz anzurufen und einfache Fragen zu stellen. Klingt langweilig, ist aber richtig wichtig. Naja, also hallo erstmal. Schön, dass ihr da seid bei Kaffee und Versicherungschaos. Wir reden heute locker über Krankenversicherungen. Wie fragt man richtig, was sollte man checken und welche Fehler machen viele? Genau. Wir plaudern ganz normal drüber, so wie Freunde am Küchentisch. Keine Angst vor schweren Wörtern, wir erklären sie direkt. Also ganz kurz die Basics. In Deutschland gibt es die gesetzliche Krankenkasse und die private Krankenversicherung. Gesetzlich heißt, du zahlst je nach Gehalt und viele Sachen sind klar geregelt, laut privat ist oft schneller, aber kann später teurer werden und ist komplizierter beim Zurückwechseln. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen von einer Studentin. Sie dachte, die Familienversicherung im Ausland deckt alles, also alles ist gratis sozusagen. Dann brauchte sie einen Arzt, rief rum, war mega verwirrt und am Ende war unklar, was gerade überhaupt gelaut. Oh je, das kenne ich. Begriffe sind da echt wichtig. Beitrag ist das Geld, das du jeden Monat zahlst. Selbstbeteiligung oder auch Selbstbehalt ist das Geld, das du erstmal selbst zahlst, bevor die Versicherung den Rest übernimmt. Viele denken, ein kleiner Beitrag ist immer gut. Aber wenn die Selbstbeteiligung sehr hoch ist, zahlst du bei jeder Behandlung erstmal viel selbst. Das kann auf Dauer, also langfristig, richtig ins Geld gehen. Ja, stell dir vor, du zahlst jeden Monat wenig, aber wenn du dann zum Arzt musst, kommen plötzlich mehrere 100 € auf einmal. Das fühlt sich dann nicht gut an, oder? Deswegen lohnt sich ein genauer Blick, auch wenn es kurz nervt. Und dann diese große Frage, gesetzlich bleiben oder in die private wechseln. Privat klingt oft toll, schnell zum Spezialisten, neue Behandlungen und so. Aber ehrlich, die Beiträge können später stark steigen und zurück in die gesetzliche zu gehen, ist halt sehr schwer. Genau, da streiten Leute ja online richtig heftig. Einige sagen, privat ist mega, man bekommt schneller Termine. Andere sagen, das ist eine Falle, später wird es richtig teuer, vor allem wenn man älter wird. Ich sag mal so, wenn du jung bist, wird privat oft günstig und schick. Aber man weiß halt nicht, wie es in 10 oder 20 Jahren aussieht, ja? Also lieber genau nachfragen und nicht nur auf Werbung hören. Und dann habe ich was über die Schweiz gelesen. Da zahlen manche monatlich über 400 Franken und haben dazu eine hohe Selbstbeteiligung, zum Beispiel 2000 Franken im Jahr. Viele sind frustriert und sagen, das ist nicht mehr bezahlbar, andere finden, die Qualität ist super, also passt das. Uff, das ist echt viel. Aber gut, jedes Land hat sein System, ne? Wichtig ist, dass man die eigenen Regeln kennt, besonders wenn man reist oder umzieht. Ganz genau. Ein häufiger Fehler, man denkt, die deutsche Krankenversicherung deckt automatisch alles im Ausland ab. Tut sie aber nicht immer. Innerhalb von Europa hilft oft die europäische Krankenversicherungskarte, aber für viele Länder braucht man extra eine Auslandsversicherung. Stell dir vor, du fliegst nach Spanien, verstauchst dir den Knöchel am Strand und dann kommt eine fette Rechnung. Das macht echt keinen Spaß im Urlaub. Also lieber vorher eine kleine Auslandsversicherung buchen, die kostet oft nur ein paar Euro im Jahr oder vielleicht 2 € pro Tag. Wie fragt man denn am besten bei der eigenen Kasse nach? Also, welche Sätze sind gut? Ich würde sagen, hallo, ich plane eine Reise. Deckt meine Versicherung Behandlungen im Ausland ab und brauche ich eine Zusatzversicherung? Ganz einfach so. Ja, und wenn du anrufst, sag deinen Namen, deine Versichertennummer und dann stell klare Fragen. Zum Beispiel, welche Kosten zahlt ihr, welche nicht und wie reiche ich Rechnungen ein? Ach, und Notruf ist immer 112, das gilt in vielen Ländern in Europa. Noch ein Thema, Zahnarzt und Brille. Viele denken, alles ist drin, aber oft ist es nur teilweise. Frag also, wie viel zahlt ihr für eine Füllung und wie ist es mit einer neuen Brille oder Kontaktlinsen? Das sind gute Startfragen. Wenn die sagen Zuzahlung, dann heißt das, du zahlst einen Teil selbst. Kleiner Tipp, der mich selbst überrascht hat, einmal im Jahr die eigene Police, also den Vertrag, checken. Viele Angebote ändern sich. Es gibt Vergleichsseiten im Internet, die zeigen dir, wo du weniger Beitrag zahlst oder mehr Leistung bekommst. Ja, echt? Und manchmal reicht sogar ein Anruf bei der eigenen Kasse. Frag, gibt es einen Tarifwechsel mit gleichen Leistungen, aber günstigerem Beitrag? Das ist so ein Zaubersatz, der kann sparen, ohne dass du wechselst. Für Studierende gibt's auch spannende Sachen. In Übergangszeiten, also wenn du vom Studium in einen Job wechselst, schau genau hin.
Manche studentische Tarife erlauben ein bisschen Teilzeitarbeit und decken trotzdem deine Behandlungen, das wissen viele einfach nicht. Und ich habe diese krasse Geschichte gelesen. Jemand war plötzlich krank und konnte nicht arbeiten. Die Person war aber nicht versichert, weil die studentische Versicherung schon vorbei war. Und das hat niemand gemerkt. Ergebnis: hohe Rechnungen und echt viel Stress. Oh Mann, das ist hart. Deswegen immer schauen, wann genau die Versicherung endet und wann die neue anfängt. Also zum Beispiel, gilt mein Schutz noch bis zum 1. Oktober und ab wann läuft die neue Versicherung? So konkret fragen hilft. Und wenn Briefe kommen, bitte, bitte lesen. Da steht oft, Beitrag ändert sich oder Leistungen ändern sich. Wenn du es nicht verstehst, ruf an und sag einfach, können Sie mir das kurz erklären? Ganz einfach, das ist total okay. Beim Anrufen ist es praktisch, ein paar Sachen bereit zu haben. Deine versicherte Nummer, dein Beginndatum vom Vertrag und vielleicht eine kurze Liste mit Fragen. Dann wird das Gespräch ruhiger und du vergisst nichts. Wir können ja mal ein Mini-Beispiel machen. Du sagst, hallo, ich heiße Julia Meyer. Ich bin seit 2024 bei Ihnen. Ich möchte wissen, wie hoch ist meine Selbstbeteiligung? Was ist bei Zahnarzt drin und brauche ich für Reisen extra Schutz? Fertig. Und dann hörst du gut zu und fragst nach. Können Sie mir das bitte in einfachen Worten sagen? Das ist mein Lieblingssatz, ehrlich. Viele Mitarbeiter sind froh, wenn sie es klar erklären dürfen. Nochmal kurz zu den Terminen. Privat geht manchmal schneller, aber nicht immer. Manchmal hilft auch in der gesetzlichen ein Tipp. Sag höflich, dass du Schmerzen hast. Frag nach einem Notfalltermin oder ob es eine Warteliste gibt. Bei mir ging's beim Hausarzt oft fix, aber beim Facharzt hat's gedauert. Mit Überweisung und wenn man flexibel ist, also morgens früh oder kurz vor Feierabend, klappt's oft schneller. Und ja, freundlich bleiben hilft, klingt simpel, ist aber wahr. Viele wissen nicht, dass Apotheken, Ärzte und Kassen oft miteinander reden dürfen. Aber nur so, wie es der Datenschutz erlaubt. Wenn du unsicher bist, frag einfach, wer was braucht. Welche Unterlagen soll ich mitbringen, ist ein super Satz. Was ist eigentlich mit Selbstständigen? Also, wenn man freiberuflich arbeitet. Da hört man ja oft, dass die Beiträge hoch sind, weil kein Arbeitgeber einen Teil zahlt, stimmt das so? Ja, leider ist das oft so. Selbstständige zahlen den vollen Beitrag selbst, das ist manchmal richtig viel. Manche bleiben darum lieber in der gesetzlichen, weil es stabiler wirkt, aber es kommt echt auf die eigene Situation an. Wenn ihr vergleicht, schaut nicht nur auf den Beitrag. Schaut auf Leistungen, also was drin ist, und auf den Service, erreiche ich jemanden? Antworten die schnell? Das macht im Alltag einen großen Unterschied. Was frage ich denn am besten in meinem ersten Gespräch? Ich würde sagen, wie hoch ist mein Beitrag? Gibt es eine Selbstbeteiligung? Was ist mit Zahnarzt, Brille und Physiotherapie? Wie ist es im Ausland? Und dann, wie reiche ich Rechnungen ein? Genau, und auch, wie lang läuft mein Vertrag? Ab wann kann ich kündigen? Wenn du das Wort Kündigungsfrist hörst, das ist die Zeit, die du vorher einhalten musst, bevor du rausgehst. Also wie lange vorher du Bescheid sagen musst. In vielen Fällen sind es 2 Monate zum Monatsende, aber das ist nur ein Beispiel. Frag also konkret nach deinem Vertrag und lass dir das am besten schriftlich bestätigen, dann hast du Ruhe. Und wenn du wechseln willst, frag, ab welchem Datum beginnt der neue Schutz? Also zum Beispiel ab dem 1. Januar? So vermeidest du eine Lücke. Eine Lücke ist gefährlich, da zahlst du sonst alles selbst. Familien sind auch wichtig. In der gesetzlichen sind Kinder oft kostenlos mitversichert. Das nennt man Familienversicherung. Frag, gilt das bei uns auch? Und was muss ich einreichen? So sicherst du die Kleinen gleich mit ab. Ich hatte mal eine Frage zu Brillen. Ich habe bei meiner Kasse angerufen und ganz direkt gefragt, wie viel zahlt ihr für neue Gläser? Die Antwort hat mir dann locker 30 € gespart, einfach weil ich es vorher abgeklärt habe. The boy is... Now. Einfach, weil ich es vorher abgeklärt habe, dafür kommen. Ich will praktisch kopte 2 Tab. Und schreibt euch ruhig auf, mit wem ihr gesprochen habt. Also Name, Datum, vielleicht die Uhrzeit wie 14:30 Uhr. Dann könnt ihr später sagen, ich habe mit Frau Müller gesprochen, sie hat das so erklärt. Das hilft total. Man muss übrigens nicht immer telefonieren. Viele Kassen haben eine App oder ein Kundenportal im Internet. Da kann man auch Nachrichten schicken oder halt eine E-Mail, wenn man das lieber mag. Kurzer Sicherheitstipp, in echten Notfällen nicht erst die Versicherung suchen. Da ruft man einfach die 112 an. Das ist der Notruf, fertig, das kennt jeder in Europa. Lass uns kurz zusammenfassen, was schief läuft.
Erstens, Leute unterschätzen die Selbstbeteiligung und denken, der kleine Beitrag ist automatisch gut. Zweitens, viele glauben, die Versicherung gilt überall, auch außerhalb Europas, und sind dann überrascht. Und die Tipps einmal im Jahr vergleichen, gerne mit einem Portal. Bei der eigenen Kasse nach einem Tarifwechsel fragen, gleicher Schutz, weniger Beitrag. Und bei Reisen checken, ob du eine Auslandsversicherung brauchst, am besten vor dem Buchen. Wenn ihr gerade studiert oder in einer Übergangsphase seid, bleibt extra aufmerksam. Schaut auf Start- und Enddaten, also ab wann und bis wann ihr versichert seid. Und wenn ihr unsicher seid, ruft lieber einmal mehr an, als später große Rechnungen zu haben. Wenn ihr, nachtig gut, ob auch so, Osteid hat, nicht. Der Farmolen. Taya sis eit Weihersorg. So, ich glaube, das war heute viel, aber echt nützlich. Krankenversicherung ist nicht spannend, aber sie schützt uns, wenn's ernst wird. Und mit ein paar einfachen Fragen spart man Geld und Nerven. Wenn euch das gefallen hat und ihr was mitnehmt, dann gebt uns doch gern ein Like und abonniert unseren Kanal, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir machen das hier locker weiter, mit Kaffee und Klartext. Genau, abonniert, teilt die Folge mit Freunden, die auch gerade Versicherungsfragen haben.